Hi Leute und herzlich willkommen zum letzten Tag auf der IAI in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf der Website von RSI gibt es zur Messe auch eine Broschüre und in dieser Broschüre ist heute eine letzte Seite aufgetaucht und zwar die Notizseite ganz am Ende und die hat Koordinaten oder Koordinatenpunkte für eine Triangulierung eines Standorts auf Jela. Und ich weiß nicht, was dort ist, aber ich gehe davon aus, es ist interessant. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu meiner Cutter Scout und wir werden uns das mal ansehen und schauen, was dort ist. So, wir befinden uns im Anflug auf Jela und jetzt müssen wir mal schauen, wo genau wir hin müssen. Wir haben hier einmal Jela, das ist 478,6 Kilometer entfernt. Laut unserem Koordinatenpunkt soll das aber 641 Kilometer entfernt sein, also wir sind etwas zu nah dran. Da haben wir den OM4. Da sind wir 102,6 Kilometer entfernt. Es sollten aber eigentlich 861 sein. Und Grim-Hex ist der zweite Punkt und den haben wir hier. Da sind wir 970 Kilometer entfernt. Also gehen wir erstmal in Richtung OM6, damit wir etwas näher an Grim-Hex dran sind. Gut, wir nehmen mal Kurs auf die Rennstrecke in Miners Lament. So, und damit uns nicht die Asteroiden die Scheibe einschlagen, machen wir mal die seitlichen Schilde zu. So, OM4 haben wir jetzt bei 882, das weicht nur noch um 20 Kilometer ab. Jela bei 647, das ist fast perfekt, da fehlen uns 6 Kilometer. Und von Grim-Hex sind wir 223 Kilometer entfernt. Das ist eine Abweichung um 20 Kilometer. Das bedeutet, von hier aus schaffen wir den Rest jetzt ohne Sprünge. Sieht aus, als hätten wir das Zielgebiet erreicht. Das Problem dabei ist, hier ist absolut nichts außer Steine. Gut, das war erstmal nichts, aber wir haben noch ein Koordinatenpaar auf Daymar, also geben wir es so schnell nicht auf. Wir versuchen das gleiche auf Daymar einfach nochmal. Und da haben wir was. Wir sind angekommen und da sehen wir vor uns im Sandsturm ein Schiffswrack. Und zwar nicht irgendein Schiffswrack, sondern das Schiffswrack eines Javelin-Zerstörers, eines großen Kampfschiffes der Marine der Vereinigten Erde.
Es ist relativ warm hier, 76 Grad, aber der Anzug hält das noch aus. Und man muss schon sagen, diese riesigen Teile, die hier ihr seht, das sind die Triebwerke der Javelin. Das sind schon riesige Oschis. Und hier begeben wir uns auf die Brücke. Das war mal die Brücke der Javelin. Hier haben wir Steuerkonsolen. Taktische Steuerung. Die Navigation. Und der Pult des Captains. An den Seiten haben wir dann taktische Stationen. Ich glaube, das war ein Fahrstuhl. Genau, und hier war dann der Notausstieg. Wenn wir hier von der Seite an die Javelin rangehen, sehen wir die Hangarschotten. So, jetzt kriegen wir ein bisschen Sandsturm des Abends. Aber wir haben ja Gott sei Dank einen Helm auf. Die Sonne steht schon recht niedrig, die geht jetzt bald unter. Dann dürfte sich das Problem mit der Temperatur auch etwas relativieren. Aktuell sind es immer noch 79 Grad Celsius. Tja, die Sonne ist untergegangen, so langsam wird es dunkel. Kehren wir zu unserem Schiff zurück. Aber es war auf jeden Fall dann doch noch ein interessanter Fund und schon einen Besuch wert. Tja, das war die Aegis Javelin, oder zumindest was davon noch übrig ist. Die funktionierende Version davon ist auch noch bei der Marine im Einsatz und ist eigentlich auch jedes Jahr zur Invictus Week zu sehen. Vielleicht werden wir sie uns da nochmal anschauen. Es ist auf jeden Fall geplant, dass die Javelin irgendwann auch mal für Spieler verfügbar sein wird. Aber bis dahin gehen noch viele Jahre ins Land. Und dann wird es nicht einfach sein, dieses Schiff zu betreiben, denn es hat Platz für maximal 80 Crewmen. Das heißt, man kann dieses Schiff mit 80 Spielern gleichzeitig betreiben, braucht aber eine minimale Crew von 12 Personen, um das Schiff überhaupt einsetzen zu können oder bedienen zu können. Das wird also sehr interessant und ich bin schon gespannt, wie dann die Zukunft aussehen wird. So Leute, das war's vom letzten Tag der IAE 2953. Danke, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über die Schiffe von Star Citizen geben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und wenn ihr möchtet, lasst mir auch ein Abo da. Wir werden uns auf jeden Fall nächstes Jahr zur nächsten IAE wiedersehen. Und ich denke, dazwischen wird es noch einige Gelegenheiten geben, wie zum Beispiel Events, neue Schiffe oder Releases, zu denen ich mal das ein oder andere Video hochladen werde. Wir sehen uns auf jeden Fall und wer weiß, vielleicht läuft man sich ja mal im Universum von Star Citizen über den Weg. Bis dahin, einen guten Flug und wir sehen uns.